verstehen wir immer alles, was in Echtzeit läuft. Wir möchten jetzt noch mal so ein kurzes Bild euch geben und auch noch mal darauf hinweisen, was Emotionen dann an der einen oder anderen Stelle mit uns machen. Ein Basketballspiel, vielleicht erkennt ihr den Spieler auch von Beginn an, um den es jetzt geht. Wir lassen es einmal kurz ablaufen, weil es mit ein bisschen Ton ist. Wir haben diese Szene nachempfunden aus dem Buch Mamba Mentality von Kobe Bryant. Und zwar spricht er dort in diesem Buch über seine letzten Würfe. Die letzten Würfe, wenn nur noch 2, 3, 4 Sekunden auf der Uhr waren und er dann nochmal den Ball geprellt hat, abgehoben ist und oftmals natürlich die Bälle im Korb versenkt hat. Diesen Würfen wird natürlich eine ganz hohe Bedeutung zugesprochen. Kobe sagt dazu aber, naja, also das ist ein Wurf eigentlich wie jeder andere in solchen Situationen im Training. Ich mache Tausende von solchen Würfen. Der Zuschauer, der Trainer, vielleicht auch Mitspieler nehmen es aber ganz anders wahr. Für die ist das dann das entscheidende Ding. Kobe macht so ein Ding vielleicht schon das 1000. Mal in seinem Leben. In der Wahrnehmung ist es allerdings anders. Und das ist auch in meinem Fußball oft so. Überlegt mal, wie viele Eckbälle eure Mannschaft im Laufe eines Spiels eigentlich wegverteidigen muss. Wenn dann allerdings in der 90. Minute nochmal ein Eckball reinkommt, ja, dann brennt es überall lichterloh, dann springen die Fans auf, dann ist das eine 1000-prozentige Torchance, vom Gefühl her zumindest. Steven spricht in seiner Masterclass zwar auch davon, dass man in den letzten Spielminuten Spielprinzipien oft noch mal besser spielt, weil man mehr Risiko eingeht. Vom Gefühl her nimmt man trotzdem Situationen mit viel mehr Spannung wahr während eines Live-Spiels als eben ohne. Das ist ein wichtiger Punkt, auf den wir eingehen möchten und über den wir jetzt sprechen wollten. Es geht uns darum, über Videoanalysen dort ein bisschen die Emotionen rauszunehmen, das Ganze ein Stück weit objektiver zu erfassen, mit wenig Emotionalität und die Qualität in den Vordergrund zu stellen. Das ist ein großer Vorteil von Videoanalysen. Spielsport zu beobachten und zu reflektieren, was ist da eigentlich abgelaufen, vor allen Dingen aus taktischer Sicht, mit den Spielern zu erarbeiten, die Spieler mit ins Boot zu holen und sich zu überlegen, Strategien, Lösungen für Spielsituationen und Handlungen noch mehr abrufbar zu machen. Auch darum geht es natürlich auch in dieser Masterclass wieder. Plus halt, das ist auch noch ein Vorteil davon, ich kann auch mal an einem freien Tag den Spielern eine Videosequenz zukommen lassen. Sie können sich damit dann kurz mal beschäftigen. Ich kann ohne, ich sage jetzt einfach mal, physischen Workload trotzdem mit den Spielern arbeiten, auch am regenerativen Tag zum Beispiel. Und die Spieler beschäftigen sich dann trotzdem damit, ihr eigenes Spiel voranzubringen.